Symptome bei ICP, das ist ein riesengroßes Gebiet und es hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits, zu welchem Zeitpunkt die Schädigung passiert ist, welches Gehirnareal betroffen ist, wie groß das Gehirnareal ist, was betroffen ist. Und daher ist die Symptommöglichkeit von wirklich eine minimale betroffenes Kind, was vielleicht die eine Hand nicht so gut verwenden oder nicht so gut spüren kann, bis zu einem wirklich schwerst behindertes Kind, was nie sitzen oder sich selbst sozusagen versorgen wird können. Es gibt verschiedene, also typische Lähmungsmuster, je nachdem auch wieder, welcher Bereich des Gehirns geschädigt wurde. Das heißt, es kann entweder eine Körperseite betroffen sein, eine sogenannte Hemiparese, wo meistens dann eher die obere Extremität etwas stärker betroffen ist als die untere Extremität. Oder es können alle 4 betroffen sein oder stärker die Beine als die Arme. Hauptmerkmal, und das kann man vielleicht ganz gut in Plus- und Minus-Symptomatik unterscheiden. Im Sinne einerseits haben wir zu viel von etwas, also das heißt, der Muskeltonus ist zu hoch. Das heißt, wenn wir versuchen, ein Glied passiv zu bewegen, wird der Dehnungswiderstand viel größer sein als bei einem sonst normal gesunden, motorisch gesundes Kind. Und daher auch die Bezeichnung der Spastik. Unter diesen Plus-Symptomen steht zum Beispiel auch, wenn ein Kind willentlich einen Arm zum Beispiel bewegen möchte, werden nicht nur zum Beispiel die Beuger aktiviert, sondern gleichzeitig auch die Strecker. Und dadurch kommt es zu einer uneffizienten und wirklich energiekonsumierenden Bewegung des Kindes. Andererseits ist aber dieser erhöhte Tonus nicht ein Zeichen einer verstärkten Kraft des Muskels, sondern eigentlich sprechen wir hier von einer Lähmung. Das heißt, die Muskulatur hat eigentlich zu wenig Kraft. Also wir haben einerseits zu viel Tonus, aber zu wenig Kraft. Und im Verlauf der Zeit zeigen sich dann auch strukturelle Veränderungen an den Muskel-Sehnen-Komplexen, an den Faszien und letztendlich auch weiterhin an den Gelenken und an den Füßen oder Händen, was immer alles betroffen ist. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel, wir hatten ja gesehen, dass die Erkrankung, die Läsion stattfindet in einem Moment, wo das Gehirn noch innerhalb seiner Reifungsentwicklung ist. Und wenn die Kinder anfangen zu gehen, lernen zu gehen, gibt es bestimmte primitive Reflexe, die uns sozusagen unterstützen, bestimmte Bewegungen zu machen, wenn wir sie noch nicht willkürlich, also mit unserer Intention machen können. Und wenn diese Erkrankung zu diesem Zeitpunkt stattfindet, bleiben teilweise diese primitiven Reflexe vorhanden. Und die Kinder können sich nicht normal bewegen, sondern je nachdem, welche Reize, Berührungen stattfinden, bewegt sich das Kind in einer stereotypen Bewegung und hat nicht die Möglichkeit, diese sozusagen herabzusetzen. Also es ist wirklich eine Störung der Bewegung, die aber zentral durch diese Schädigung im Gehirn sozusagen bedingt ist. Und je nachdem, wie stark ausgeprägt kann es sehr unterschiedliche Symptome zeigen. Und wie vielleicht auch am Anfang noch erwähnt, sind nicht nur die Muskeln in dem Sinne betroffen, weil es ist ja ein Problem, ein zentrales Problem, ein zentral-nervöses Problem. Das heißt, die Kinder können zum Beispiel auch Epilepsien entwickeln oder schon auch seit der Geburt teilweise. Sie können teilweise sich nicht normal ausdrücken, haben Schwierigkeiten in der Kommunikation, haben teilweise auch Sehstörungen, Hörstörungen, und haben nicht nur ein muskuläres, sondern sie haben auch ein perzeptives Problem. Sie können nicht so gut spüren. Sie haben teilweise auch Veränderung des vegetativen Systems. Sie können teilweise nicht selbstständig essen und schlucken und brauchen da in vieler Hinsicht viel Unterstützung.